was machen wir überhaupt ja, heute? Wir sind jetzt in Realtime hier. Es geht direkt los. Ja, wie ihr seht, wir sind noch ein bisschen am Lackieren und Renovieren, aber fast fertig. Und da haben wir uns gedacht, wir zeigen euch aber mal was ganz anderes, was jetzt überhaupt nichts damit zu tun hat. Nämlich den weißen EX, den habt ihr schon gesehen. Den hatten wir euch schon vorgestellt. Und eigentlich wollte ich diesen Winter, wo wir viel Schnee erwartet hatten, das Auto schon fahren. Also irgendwie zum TÜVen bringen und gar nicht groß restaurieren, sondern erstmal fahren und danach restaurieren. Das war der Plan. Allerdings von unten hat sich dann herausgestellt, boah, die Leitungen alle durch, also Spritleitung, Benzinleitung, Bremsleitung. Und ja, sicher soll es halt schon sein. Und ja, jetzt ist die Halle halbwegs bezugsfertig gewesen, also das Auto jetzt hier ins Trockene geholt und schon mal auseinandergerupft, wie ihr seht, um mal zu gucken, weil ich habe auch gemerkt, da ist feucht innen drin, man riecht schnell, was ist denn Sache bei dem Auto? Ja, einiges. Mmh. Na, erzähl mal, was ist da los mit dem Schweizer Käse? Wir haben den Teppich rausgeholt, die Dämmung und mittlerweile, ich glaube, so viel Wasser. Alleine aus dem Teppich geholt. Im Kofferraum, ihr folgt uns auf Insta, habe ich es auch geteilt, da war auch Wasser drin. Ja, was sind die Gründe dafür? Ganz kurz, muss Dennis mal reingucken. Hier hat man irgendwann das Auto mal repariert, hier ist auch ein neues Heckblech drin. Und hat sich gedacht, komm, wir sparen jetzt 10 € und machen hier den Ablauf vom Schiebedach links und den Ablauf vom Schiebedach rechts. Improvisieren wir ein bisschen. Und da ist ordentlich reingeschmiert worden, anstatt das Teil vielleicht für 10 € neu zu kaufen. Also hier diese Entlüftung vom Kofferraum. Und ja, dann läuft ja halt die Soße da rein dauerhaft und dann wird es hier schön nass drin und das ganze Auto zieht Wasser. Ansonsten, so schlimm ist der Rostbefall im Kofferraum gar nicht. Das habe ich bei vielen Autos schon viel schlimmer gesehen. Hier sind so 1-2 Punkte, wo man jetzt mal abschleifen muss. Aber das ist alles nichts Wildes. Wie gesagt, Heckblech kam schon mal neu. Beim Zerlegen des Innenraums haben wir auch gesehen, die beiden Radläufe hinten links und hinten rechts kamen auch schon mal neu. Dennis filmt es bestimmt gleich. Ui. Sieht gemacht aus, ne? Sieht gemacht aus. Rostmäßig ist jetzt nicht so, dass es so schlecht gemacht wurde, dass es jetzt schon wieder am Gammeln wäre. Also zumindest nicht doll. Das heißt, so schlecht wurde es gar nicht gemacht. Positiv ist bei dem Auto, durch die serienmäßigen Verbreiterungen des Allrads wird halt viel kaschiert. Natürlich werde ich die jetzt demnächst abbauen, dass man wirklich sieht, wie sieht es darunter aus. Aber von unten hatte ich schon Schweller gesehen. Das war nur mein Handy. Achso. Schweller sehen von unten sehr gut aus. Das hat sich jetzt auch hier bestätigt am Einstieg. Hat sich auch am Einstieg bis jetzt bestätigt, dass das alles ganz gut aussieht hier unter der Abdeckung. Weißer Lack zeigt er sofort, wo Rost gewesen wäre. Es ist keiner, weil wie ihr hier seht, also jeglicher Kantenrost sieht man auf weißem Lack halt sofort. Mal gucken, ob wir die Tür noch retten können. Aber wie gesagt, Schweller sehen ganz gut aus. Wir haben natürlich Problemstellen, die zeige ich euch jetzt. Problemstelle 1 kennen bestimmt einige von euch. Dennis kennt es sogar in seinem E46. Das Wasser läuft halt immer hier runter. Hier ist diese Verkleidung. Hier sammelt sich Wasser und Dreck. Und hier bleibt es halt immer nass. Und irgendwann gammelt es halt durch. Ganz bekannte Stellen für E30-Fahrer. Diese produktionsseitigen Abläufe. Also hier ist früher die Beschichtung im Produktionsprozess rausgelaufen. Haben sie einen Deckel drauf gemacht bei BMW, zugeschmiert mit Karosseriedichtmasse. Da gammelt es ganz, ganz oft. Mein roter E30 war hier auch ganz schlimm an der Stelle. Überhaupt kein Problem, kommt man ja gut ran. Die Teermatten muss ich noch rausmachen, dass wir gucken, wie er da drunter aussieht. Aber jetzt kommen wir zur schlimmsten Stelle. Das hier ist Oh, ein bisschen Sand kannst du spielen. Sand von 14 Jahren Alltagsbetrieb am Gaspedal. Und das Schlimmste ist halt die Ecke vorne links. Produktionsaufnahme. Vorne links und vorne rechts, die sind durch. Also die ist mega durch. Ganz bekannte Stelle. Und auch da oben am Anschlag vom Kupplungspedal
Hinten an der Spritzwand, da ist er auch durch. Hässlich zu schweißen, kommst du halt gar nicht gut ran. Wir gucken mal dann, wie es unter der Teermatte aussieht. Vielleicht machen wir es jetzt gleich noch, das geht ja recht schnell. Und das sind die Stellen, die auf jeden Fall geschweißt werden müssen. Tunnel sieht Gott sei Dank gut aus. Bin ich auch überrascht, weil das Auto war so nass innen drin. Der Motorraum hat auch diverse Roststellen, dass ich schon Angst hatte, dass der hier geschlachtet werden muss. Aber ich muss sagen, jetzt nachdem der Teppich raus ist, den können wir auf jeden Fall retten. Bin ich sehr, sehr froh drüber, weil ich habe richtig Bock auf das Auto. Einerseits bin ich traurig, dass jetzt der Winter, wir haben jetzt heute beim Videodreh, ist Anfang Februar. Ich wollte eigentlich diesen Winter fahren. Das wird jetzt natürlich nichts mehr, weil hier es geschweißt werden muss. Und dann wird das ganze Auto gleich zerlegt. Der Motor kommt raus, den zeigen wir euch gleich nochmal, warum der rauskommt. Motor kommt raus, Innenausstattung werde ich Lenkrad neu satteln lassen, Schaltknauf. Am Sitz muss was neu gesattelt werden, vorne Oberschenkelauflage. Und wenn man jetzt alles zerrupft, Achsen kommen raus, wie gesagt Motor, Achsen, Fahrwerk, Bremse, alles kommt neu. Also das wird eine Totalrestauration, aber mit dem Ziel, Dennis lacht. Ja, da muss immer gleich übertreiben. Ne? Ja, aber wenn du es schon in der Hand hast, oder? Ich baue doch den alten Scheiß nicht wieder ein. Ich zeige euch gleich die neuen Achsen, die liegen sogar schon bereit und die Lager. Wenn du es in der Hand hast, machst du es neu. Ich hasse es, alte, verrostete Sachen wieder einzubauen. Das geht gar nicht. Deswegen... Ja, hast du schon recht. Hast du schon recht. Dann macht es auch Spaß, die Sache. Aber mit dem Ziel, dass dieses Auto definitiv nächsten Winter, natürlich auch schon im Sommer, ordentlich Matsch, Dreck, Wasser und hoffentlich nächsten Winter dann viel Schnee sieht. Weil diesen Winter, einerseits bin ich traurig, um jetzt den Satz zu beenden, dass wir diesen Winter nicht fahren konnten, aber es war kein Winter. Mhm. Also wenn man jetzt Anfang Februar, Wetterbericht sagt, es bleibt warm. Ja, wir lassen uns überraschen, ne? Vielleicht kommt Der noch mal April was. kommt ja noch, ne? Ja, vielleicht kommt noch mal was, aber es ist jetzt nicht der heftige Winter, auf den ich mich eigentlich gefreut hatte. Wochenlang Schnee, dass wir ordentlich Blödsinn machen können. Das holen wir dann nächsten Winter nach. Aber bis zum Frühjahr wird das Auto hier fertig sein, bin ich recht optimistisch. Das wird neu gesattelt. Ansonsten sind die Sitze nur schmutzig, müssen nur sauber gemacht werden. Das sind aber auch echt schicke Sitze, ne? Ja, muss ich sagen. Also ich finde das Hahntritt. ja übel geil. Mega schick. Im ersten Video hatte ich Blödsinn erzählt. Die wurden mit Sicherheit schon mal neu gemacht. Da war der Stoff mit Sicherheit durch. Also diese Kombination aus Leder und Stofffang gab es nicht, meiner Kenntnis nach. Das wurde schon mal gemacht, aber ist ja wurscht. Sieht ganz gut aus. Bleibt auch wahrscheinlich so. Aber das wird natürlich neu gemacht. Was ich richtig gut finde, weil die Chromstoßstangen sind mittlerweile auch sehr, sehr schwierig zu bekommen. Die Stelle kann man hier noch entrosten, innen drin. Aber das Chrom ist ansonsten wie neu. Andere Seite dagegen wie neu. Machen wir alles sauber, wird alles entrostet und innen drin lackiert, dass da nichts mehr gammelt. Aber da bin ich sehr begeistert. Keine Dellen, nichts dran. Saugeil. So, Motorraum. Der kommt auf jeden Fall raus, da freue ich mich drauf. Der ganze Motorraum. Bitte? Der ganze Motorraum kommt raus. Der ganze Motorraum, also wirklich alles, was hier drin ist, kommt raus. Hauptsächlich der Motor aber erstmal. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen Motor raushole, aber bei dem habe ich mir das Ziel gesetzt, den zu zerlegen und neu aufzubauen. Nicht ganz alleine, da werde ich mir Unterstützung dazu holen. Habe ich, wie gesagt, noch nie komplett zerlegt. Klar, Kopf hatte man mal runter und so weiter, Ansaugbrücke, aber wirklich in alle Einzelteile zu zerlegen und neu aufzubauen. Weil 450.000 Kilometer auf der Uhr und so wie der Motor aussieht, ist der noch sehr, sehr unangetastet, nach meiner Meinung. Verkäufer hatte zwar diverse Sachen gemeint, was hier angeblich alles ersetzt wurde, aber scheint mir nicht so zu sein am Motor. Der läuft zwar sehr gut, aber trotzdem, den machen wir komplett frisch. Das ist das Ziel. Und warum muss der Motor auf jeden Fall raus? Wir haben halt überall Kantenrost. Also an jeder Kante, an jeder Ecke guckt uns der Rost an. Ach so, sowas da. Genau. Ne? Sowas. Und Ja, auch das sieht innen nicht drin schön an aus, vielen Stellen unter den Behältern und so. Das wird alles schön sandgestrahlt und frisch rauslackiert, dass das wieder ordentlich aussieht. Genau, das zum Motor. Jo, das ist der Teppich. War wie gesagt klitschnass, der trocknet jetzt in Ruhe aus und wird sauber gemacht, aber der ist noch ganz okay vom Zustand her, wenn er wieder sauber ist. Und hier im Lager liegen schon die
einsatzbereiten Fahrwerksteile. Also alles, was jetzt hier oben liegt, ist für den Weißen. Also neue Bremsleitung, hier die frisch gepulverten Sachen von DW Oberflächentechnik. Die sind aus dem Schlachter. Der eine oder andere erinnert sich, der uns auf Insta gefolgt hat, an das Restaurationshandbuch von dem Schlachter. Daraus sind die Teile. Die hat DW Oberflächentechnik echt wieder toll hinbekommen, also wie neu. Und dann kommt einfach alles neu. Komplett. Tutto completo. Jo, das war jetzt ein kurzes Video zum Zwischenstand vom Allrad E30 und da werden wir euch noch natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Und nächste Woche geht es weiter am Carbon E30. Wir besuchen nämlich in 3 Tagen KR-Lackierung, den Jacek und Sebastian und dann geht es weiter mit Klarlack an der kompletten Karosserie. Und eine Woche drauf holen wir nämlich den Carbon E30 dort schon ab, dann ist er fertig und dann geht es weiter beim Hohlraum versiegeln, wachsen und dann wird der hier zusammengebaut und ich bin so heiß drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn der hier steht, die Achsen reinkommen und rollbar wird, ich freue mich. Jo, jetzt noch was Kurzes zum Schluss. Und zwar haben wir uns was ausgedacht, weil der Sommer kommt. Ich bin fett geworden die letzten Monate. Dennis, du hast sogar abgenommen, ne? Ein bisschen, ja. Auf jeden Fall muss er Muskeln aufbauen. Also, wir wollen Muskeln aufbauen und wir wollen natürlich mit diesem Kanal auch wachsen. Dabei könnt ihr uns helfen und gleichzeitig dabei helfen, dass wir abnehmen. Oder ich zumindest. Und zwar, unsere Hebebühnen sind ja jetzt fertig aufgebaut. Und wir haben uns vorgenommen, von Video zu Video, in der Regel jede Woche kommt ein Video, werden wir schauen, wie viele neue Abonnenten sind dazugekommen. Und wenn ihr uns dabei helft, dass neue Abonnenten kommen, werden wir pro neuem Abonnenten auf YouTube, auf unserem Kanal, einen Klimmzug an den neuen Twinbush-Hebebühnen machen. Das heißt, 10 neue Abonnenten, 10 Klimmzüge. Wenn es mehr Abonnenten sind, kriegen wir Muskelkater und im Sommer eine bessere Figur, weil die Titten müssen weg. Und das heißt, wenn ihr den Kanal teilt, helft ihr uns natürlich dabei, dass mehr Leute unsere Videos sehen. Wenn ihr den weiterempfehlt, den Kanal, machen wir für jeden Abonnenten einen Klimmzug an den neuen Hebebühnen. Danke dafür, für euren Support und bis zum nächsten Video. Ciao.